So habt ihr die Türkei noch nie erlebt. Wir nehmen euch mit von Ankara bis an die syrisch-irakische Grenze. Was machen wir hier? So, es geht wieder los mit der türkischen Tradition, dass wir uns Wasser hinterher werfen. Teşekkürler. Ciao, ciao. Bye, bye. Zum Glück nicht auf uns. Alter Sack. Jetzt, wo ich gerade noch die Plakate sehe, wollte ich nochmal ein Wort verlieren zur Wahl. Oder nochmal was sagen, gell? Wir haben ja einen Tag vorher gesagt, mal gucken, wie es wird hier mit der Wahl, weil halt ziemlich hektisch vorher alles war. Also es kommt halt zur Stichwahl zwischen dem Erdogan und den Zweitstärksten, wo ich den Namen immer vergesse. Ja. Der wird unten eingeblendet. Die Jugend und die von der Stadt, na, die wollen halt den anderen, ja, den ich unten einblende. Und die sind halt sehr, sehr enttäuscht, ne, ein bisschen bedrückt, dass jetzt halt Erdogan wahrscheinlich wieder gewinnt. Es kommt zwar zur Stichwahl, aber vermutlich wird Erdogan gewinnen. Ja, und es war erstaunlich ruhig, also man hat kaum was mitbekommen hier. Ja, stimmt. Komischerweise. Ja. Hätten wir gar nicht gedacht. Ja, Hans' Reifen ist jetzt das erste Mal ein bisschen zu weich. Ich habe jetzt was gefunden, so ein schleichender Platten. Hier ist so ein Metallnadel drin. Das sieht man ganz schlecht. Hier unten. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das heißt, die Luft entweicht halt langsam, ne? Aber es reicht, um halt so einen Platten zu haben. Ich würde ganz gern weiterfahren. Das war in 20 Kilometer heute Abend. Ja, mal gucken, was wir machen können oder irgendwie wechseln oder sowas. Aber wir können uns echt nicht beschweren. Das ist der erste Platten nach ungefähr 3000 Kilometer. Und da ist nicht mal ganz platt. Und da ist nicht mal ganz platt, halt so schleichend. Und ich glaube, den kann man flicken und mal gucken. Es ist immer nervig, irgendwas zu haben, aber ich meine, es ist das erste Mal. Juhu, das erste Mal. Yay. Wir haben gerade festgestellt beim Reifen ausbauen, da ist noch so ein scheiß zweites Ding drin. Also wir haben ja gerade einen Metallsplitter schon rausgezogen und hier haben wir noch einen zweiten. Ja, und ich glaube, der ist es nämlich gewesen, ja, der den Reifen platt gemacht hat, Schlauch platt gemacht hat. Hier. Weil der ging tief rein. So, müsste jetzt eigentlich halten, ne? Egal wo wir bisher waren, wir haben das immer gehört, im Wald, am See, am Feld, außer in der Hauptstadt von der Türkei. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Wir waren hier gerade beim Wurstfachverkäufer, aber der musste jetzt los, weil ja, die muslimische Sirene angeht. Und das erste Mal, als wir erlebt haben, dass wir jetzt wirklich gesagt haben, hey, wir müssen los, sorry, wir müssen erstmal beten gehen. Ja, aber sonst, ich dachte jetzt inzwischen echt, es geht halt so im Hintergrund und jeder macht, was er will, aber ja, manche nehmen schon noch wahr quasi. Ja. Was man hier für eine Weite hat. Das ist so unglaublich schön. Boah. Eigentlich wollten wir jetzt ein bisschen vorankommen, weil wir ja schon nicht so viel geschafft haben heute. Jetzt hat der Typ auch vorne eingeladen und das konnten wir jetzt nicht abschlagen, die Einladung. Ist ja auch voll nett, aber ja, mal gucken, wie viele Meter wir jetzt runterfahren müssen. Ich habe gerade versucht, dem Typ zu erklären, dass es extrem anstrengend ist, wieder mit dem Rad hoch zu müssen. Und sieht aus, ein bisschen den Steinberg wieder hochfahren.
Ah, okay, okay. Das wird richtig leer. Hans, hi. Mittags. Mittags. Okay. Wunderbar. Boah, war das gerade Schön. richtig schön bei denen. Die haben uns halt ja Spiegelei gemacht, Käse, Butter, alles was sie hatten, Marmelade, Honig. Die Leute, die entgegenkommen, Alter, was für Grimassen machen immer. Und die waren so herzlich, die haben auch jemanden eingeladen, der dann Englisch sprechen konnte. Die hat für uns alles übersetzt und ja, die Türken, keine Ahnung, die sind so nett. Das war richtig schön. So, wir haben jetzt 7:30 schon. Sind jetzt länger geradelt als wir dachten. Wir suchen gerade nach einem Schlafplatz, sind aber auf der größeren Straße. Und da vorne ist der Salzsee, in dem wir eigentlich morgen wollten. Mal gucken, wie es da ist. Aber ja, hinten schaut es halt düster aus. Da geht es eher mehr. Wo schlafen wir? Ja, die Prinzessin auf die Erbse will einen ganz besonderen Schlafplatz. Da auf dem Hügel vom Salzsee. Da ist die Straße, wo wir herkommen. Hier hört es auf, oder? Oh nee. Jetzt müssen wir echt über den Schotterweg, also über den Feld fahren. Na herrlich. Nicht so viel Bock nach 70 Kilometer über das Feld zu fahren. Yes. Yes. Sehr geil. Wow. Jetzt knackig, Zelt aufbauen, Ja. weil Stirnlampen-Action. Heute war auf jeden Fall echt ein super Tag, von vorne bis hinten. Könnte man meinen, wenn man mal so die Bilder ansieht, was wir halt alles so filmen und sowas. Aber ist es immer so? Nein, du hast genervt. Ja, also heute gingen wir uns echt mal ziemlich auf den Sack. Sind auch gleich 20 Kilometer getrennt gefahren. Und ja, sowas gibt es halt auch. Ne? Und ich kann wirklich mit Gewissheit sagen, dass es an Franzi liegt. Alter. Solche Witze kann man nur machen, wenn es in Ordnung ist. Nee, wir waren halt wirklich kurz vor der Scheidung. Also wir wollten erst heiraten dann. Nee, also es läuft nicht immer alles geradeaus und man sieht zwar immer uns lachen, uns strahlen und keine Ahnung, es macht auch verdammt Spaß und sowas, aber es ist nicht alles Friede, Freude, man zankt sich auch mal, es geht auch mal scheiße und gerade in dem Moment kamen heute dann diese Menschen, die uns eingeladen haben, das hat echt richtig gut getan. Ja, es hat uns wieder zusammengeführt. Nee, also ja, kann man wirklich so sagen. Ja, weil wir saßen da und gegessen, haben uns eigentlich mehr oder weniger angeschwiegen und dann Ja. kam der. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn wir uns zanken und sowas, hole ich nicht die Kamera provokativ rauf und sowas. Deswegen macht es eigentlich den Eindruck manchmal, dass wir halt nur super Tage haben und nichts Schlechtes passiert. Und Boah, ja, aber ich hätte dich heute auch echt töten können, wo du mich die ganze Zeit gefilmt hast und ich so wütend Ja. auf dich war. ich habe halt echt schöne Bilder machen wollen und habe auch gemacht. Und Nicht so. reden wir nicht mehr drüber. Ist gegessen. Auf jeden Fall genießen wir jetzt noch den Sonnenuntergang. Ja, und gehen jetzt gleich in die Haia. Eine Sache zeige ich euch noch. Ich habe gerade gefunden, was eigentlich unmittelbar unter unserem Zelt ist. So ein übelstes Loch. Keine Ahnung, was da drin wohnt. Ein Dachs oder ein Fuchs oder sowas. Es regnet noch nicht, juhu. Boah, heute Nacht, der Hans hat mal wieder Schlaf gemacht. Und irgendwie, weißt du so, ja, schlafen okay, aber diesmal hat er auch das Licht angemacht, weil er hat Käfer gesucht. Licht angemacht. Ja! Und ich lieg dann so, boah, was ist denn los? Und das ist ein ekelhafter Käfer. Und dann hat er sogar auf mir so
dingst, weil er schlagen wollte oder keine Ahnung oder fangen. Ja, bei unserem Freund Osan in Ankara, wo wir eingeladen wurden, das war mir echt unangenehm. Da habe ich auch in der Nacht einfach rumgeschrien, weil irgendwas gebrannt hat, Alter. Und hast dann aber selber gecheckt. Und dann habe ich sorry. Das war mir richtig peinlich, Alter. Keine Ahnung, woher das kommt, ey. Bisher war es ein gemütlicher Morgen, aber jetzt fängt es an zu regnen. Da hinten schaut es richtig übel aus. Da müssen wir hin. Und da auch nicht besser. Boah, hinten sieht richtig krass aus. Was? Und wir versuchen jetzt halt so schnell wie möglich hier wegzukommen von diesem Dreck. Also sobald der mal richtig nass wird, ja, haben wir wieder alles voller Schlamm. Da haben wir dezent weniger Lust drauf. Los geht's! Immer positiv bleiben. Immerhin ist das Zelt nicht nass. Ih! Boah, scheiße, Alter! Boah! Ja, Glückwunsch! ...100 Punkte für Gryffindor. Oh Mann! Was machen wir hier? Kotze an der Backe und Scheiße am Bein. Ach, wie schön kann das Leben sein. Merhaba. Und wir fragen uns, warum die Hinterbremse nicht so richtig funktioniert. Wir haben ja schon zweimal den Fall gehabt, wo wir zum Fahrradladen gegangen sind und die sagen, ja, mit der Hinterbremse ist nichts, einfach nur verdreckt. Und wir haben uns gefragt, warum geht es bei uns so schnell, ne? Und ja, wir müssen da jetzt irgendwie eine Plastikkappe drüber machen oder sowas, weil es kommt alles vom Schutzblech und die Taschen, alles da drauf. Also irgendwie, ja, und man sieht, das bringt echt dezent was. Auf jeden Fall machen wir in Kappadokien irgendwie so wie eine kleine Plastikflasche, hat Franzi vielleicht vorgeschlagen, irgendwas drüber, damit das nicht immer so drauf kommt, alter Schwede. Wir haben gerade echt das Gefühl, dass wir voll in der armen Gegend sind, weil ja auch einige große Zelte aufgeschlagen sind. Vielleicht für die, wo sich kein Zuhause leisten können oder sowas. Wir finden auch kein Restaurant, keine Märkte mehr. Ja. Merhaba. Fängt wieder an mit Regnen. Ole. Aber wir haben gerade die nächste Einladung bekommen und die haben uns gerade irgendwie sowas geschenkt. Keine Ahnung, was das sein soll, sieht aus wie Wolle. Ja. Und so Nüsse. Ja, und da fahren wir jetzt hin. Wir wollen uns eigentlich zum Abendessen bekochen, aber ja, wir müssen ja heute noch viel weiter kommen. Deswegen haben wir gesagt, wir kommen, aber nicht zum Abendessen. Was ist das denn? Das fliegt ja auseinander. Bleibt im Bart hängen. Ich glaube, das ist Zuckerwatte. Mit Vanillegeschmack und ich glaube, das ist Schoko. Jo, das ist jetzt der Ort, wo wir eingeladen sind. Mal gucken, wo wir jetzt hier hin müssen. Das ist hier an dem See noch. Hoffentlich haben sie nicht zu viel Aufwand gemacht. Ja, aber Hunger haben wir. Und natürlich ist es das letzte Haus, wo man hin kann in dem Dorf. Ganz da oben. Ah ja, da winkt sie sogar. Da oben steht sie ja.
So, jetzt sind wir hier in dem richtig schönen Haus. Hallo. Merhaba. Mit einem richtig schönen Seeblick und wow, was haben sie uns präsentiert? Da kriegt man jetzt eine kleine Picknickdecke, oder? Ja, und jetzt essen wir hier gemeinsam. This is traditional breakfast, Turkish breakfast. Ah, okay. Perfect. Very nice. Thank Ja, you. und sie spricht ja, Englisch, weil sie ein Jahr in London gelebt hat. Super. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen Armut manchmal gesehen und sowas, aber dieses Haus hier, ne, wie schön das von innen eingerichtet ist und auch diese Sitzmöglichkeiten mit diesem Ausblick. Boah. Wir hätten ja die Möglichkeit hier zu übernachten. Die haben ja ein Ferienhaus, wo wir sie gesagt haben, aber... Die haben gesagt, wir können hier bleiben. Ja, ist ja schon verdammt cool, aber 20, 30 Kilometer. Die wären schon gut. Ja, normalerweise hätten wir diesen Stress jetzt gerade nicht, aber wir müssen halt in Wir wollen meine Eltern in 2 Tagen. Genau, noch 2 weitere Fahrtage, dass wir halt die Eltern treffen von dir und... Boah, jetzt schlafe ich aber gerade ein. Hoffentlich kriege ich bald meinen türkischen Kaffee hier. Also ich habe hier auch ein bisschen so nachgefragt, wie das hier ist mit dem Kopftuch und ja, weil mich das so interessiert, auch mal hier von erster Hand zu sehen. Und Hans durfte schon mal nicht die Hand schütteln, mich haben sie umarmt und ja, ich habe dann auch gefragt, ja, wie das ist, wann sie das Kopftuch überhaupt tragen müssen. Sie meinten, wenn ich nur da wäre, dann müssten sie keines tragen. Es ist nur vor fremden Männern und vor Onkel und Vater und Brüdern und so weiter. Es ist gar kein Problem. Also so in der Familie und vor Frauen ist es okay. Nur fremde Männer dürfen nicht. Ja, der wilde Hans, so gefährlich. Es regnet und wir bleiben doch. Ich meine, wir wollten eigentlich weiter, aber ja, wir machen morgen früh los und dann 2 Tage ein bisschen mehr Kilometer. Die haben uns auf jeden Fall jetzt das Haus übergeben. Ja. Krass. Mehr brauchen wir ja nicht. So, zum Frühstück sind wir auch noch eingeladen worden. Desche leer. Was die aufgefahren haben, echt Wahnsinn. Ach, war das schön. Krass, ja, richtig. Ich habe noch eine Bernsteinkette geschenkt bekommen und Franzi umarmt halt die ganzen Frauen und sowas und ich stehe halt da und sage, ciao, ich darf ja niemanden umarmen. Da kommt der Mann her und dann sagt, komm her. Cool. Und das sind die ganzen Bäume, die sie gepflanzt haben hier. Ja, weil das ist quasi Tradition. Wenn sie von der Arbeit fertig sind und nichts zu tun haben, dann müssen sie Bäume pflanzen. So steht es im Koran. So geil. Ja. Hier waren wieder diese Jurten oder Zelte, wo die drin wohnen. Ich dachte erst, das sind halt arme Menschen, die hier einfach leben und sowas, aber das sieht mir einfach zu sehr aufgestellt aus. Das sind natürlich diese Erdbebenopfer. Ja. Oder halt deren Häuser zerstört wurden. Da wo wir jetzt waren, da war es nämlich aus, dass quasi vor uns eine längere Zeit auch Erdbeben-Betroffene gewohnt haben und die sind jetzt weiter Richtung Ankara gezogen. Ja. Aber klar, deswegen sieht man hier so viele Zelte. Ja, das ist krass. Boah, macht Sinn, ey, dass wir nicht eher drauf gekommen sind. Ja. Boah, da hinten schaut es echt aus, die Weltuntergang. Jo. Und es kommt immer näher. Da ist so ein mini kleines Örtchen. Wir hoffen mal, dass da jetzt irgendwas im Unterstellen gibt. Boah, das wäre so cool. So, es fängt an. Wir versuchen jetzt gerade irgendwie bei der Moschee Unterschlupf zu finden. Oder da drin, irgendwie da bei dem Häusel vielleicht oder sowas. Aber wie kommen wir da hin? Da hinten? Jo, wir sind sehr froh, hier was gefunden zu haben, weil es pisst wie Sau. Wir haben noch die 2 Kiddies, die rauchen und uns ein bisschen auf den Sack gehen. Ja. Und ja, wir ziehen gerade eine Dorne nach der anderen raus. Wir sind irgendwo reingefahren und wirklich, wir hatten pro Reifen 50 Dornen drin. Wenn da kein Platten ist, heul ich vor Freude. Ich glaube, wir haben Platten Nummer 2. Hans Hinterreifen ist wieder ein bisschen flach. Wir sind davor irgendwo reingefahren. Ich glaube, er hat es gezeigt, wo extrem viele so, ja, Dornen drin waren. Bei mir sieht es so aus, hätte ich Glück gehabt. Aber ich tendiere jetzt dazu, dass wir einfach
pumpen. Bis wir zumindest in Kappadokien sind. Es ist jetzt noch heute 40 Kilometer oder so und morgen nochmal 70. Hoffentlich ist es nur schleichend. Gerade eine der Momente, die ich richtig genießen kann. Wir sind einfach mit dem Fahrrad in die Türkei gefahren. Wir sind mitten in der Türkei, irgendwo in der Pampa. Schlagen gleich hier irgendwo das Zelt auf. Völlig frei von irgendwas. Ich muss mir keine Gedanken machen, hey, muss ich heute noch Staubsaugen oder sowas. Vielleicht, wo ich mein Häufchen hinmache, aber das war's. Einfach so schön. Ja, so arm hat man es eigentlich selten. Das ist einfach nur ohne Putz irgendwelche Steinhäuser, die reingezimmert werden. Aber jeder grüßt Hello, Hello, Einladung zum Chai und Wahnsinn. Also Türkei, wir lieben dich. So, dann nutze ich mal die letzten 3% Akku von der Kamera. Gute Nacht zu sagen. Wir haben gerade einen richtig schönen Sonnenuntergang. Wie groß und rot die Sonne ist, hey. Mega schöner Tag. Morgen freuen wir uns auf Kappadokien. Und meine Eltern. Das auch. Nee, Spaß. Ich freue mich auch. War ein Witz. Ist ja mittlerweile vor jedem Ort überall diese Zelte, wo vermutlich die Erdbebenopfer unterkommen können, und dann ist hier das Dorf, das Normale. Das ist schon echt krass. Das ist schon echt richtig krass. Weil du siehst, die haben gar nichts. Man sieht die Männer von den Leuten hier auf dem Kartoffelfeld da mitarbeiten. Ich denke halt, die bekommen halt Essen von den Dorfbewohnern und arbeiten dafür ein bisschen. Oder? Weil es sind ja Türken, die sprechen ja die Sprache und sowas. Aber ist schon schlimm, wie viel das sind. Und die rufen alle Hello, Hello und sowas. Und So, wir machen jetzt auf, Franzis Eltern zu treffen. Wir treffen uns gleich in irgendeiner Kirche. Ja, servus. Wenn sich die Gelegenheit bietet, haben wir gleich unser Gepäck da reingehauen. Jetzt sind wir gepäckslos. Sind wir 60 Kilo weniger. Brutal, oder? Mhm. Richtig cool. Fliegen wir die Berge hoch. Immer wenn wir Gepäck wechseln, also halt runter machen, das fühlt sich so komisch an, so schwammig zu fahren, ne? Und umgekehrt dann auch wieder. Mhm. Ja. Genau. Ja, genau, das fahren wir die letzten 30 Kilometer so und dann lassen wir uns verwöhnen. Das Wahrzeichen von Kappadokien sind die unzähligen Ballons, die fast jeden Morgen bei Sonnenaufgang im Himmel zu sehen sind. Für dieses Schauspiel lohnt es sich, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen. Einfach magisch. Aber das eigentliche Highlight für uns waren die einzigartigen Felsformationen und Höhlensysteme. Rings um die Stadt Gereme haben wir die Gegend erkundet und sind echt fasziniert von diesen riesigen Steinsäulen, die über Jahrtausende so entstanden sind, weil die aufliegende Gesteinsschicht langsamer erodiert als die darunterliegende Gesteinsschicht. Somit erhalten die Säulen ihre pilzförmige Krone. Vor ca. 60 Millionen Jahren wurde aufgrund zahlreicher Vulkanausbrüche die Region Kappadokien erschaffen. Der sehr weiche Tuffstein eignet sich besonders gut, um Höhlen auszuschlagen.
Vermutlich lebten die ersten Menschen bereits vor 3000 Jahren in den Höhlenwohnungen. Es gibt Städte, in denen bis zu 20.000 Menschen wohnen konnten und bis zu 8 Stockwerke in die Tiefe reichten. Unglaublich. Und in eine von diesen Höhlenwohnungen nehmen wir euch jetzt mit. Diese Höhlenwohnung ist hier 3 Stockwerke hoch. Jetzt gehen wir mal ein Stück höher. Nach ein paar tollen Tagen verabschiedeten wir uns und fuhren ein Stück mit dem Zug weiter durch die Türkei. Aus dem Grund, weil wir einen Umweg durch den Irak fahren wollen und es aber rechtzeitig vor dem Schnee über den Pamir Highway schaffen wollen. Momentan sind leider einige Ländergrenzen geschlossen, was das Reisen ziemlich kompliziert macht. Daher ist diese Möglichkeit mit dem Zug die sinnvollste für uns. So, wir sind gerade mal 10 Minuten angekommen. Jetzt wurden wir von dem Englischlehrer eingeladen zum Essen, zum Mittagessen. Also bei dem Freund von ihm. Ja, und jetzt bei einem anderen wurden wir eingeladen zum Abendessen und zu übernachten. Nee, das ist immer ultra nett. Also das ist der erste Sprung, den man nicht mit dem Rad gemacht haben, sondern mit dem Zug. Und Das ist schon ganz schön komisch. es ist so gruselig irgendwie, weil sich alles so schnell gewechselt hat. Das ist man gar nicht mehr gewöhnt. Was ist gerade passiert in den ersten 2 Stunden? Kulturschock, weil alles ist ärmer, alle gucken uns an, Polizei hält uns an, Passportkontrolle, 20 Leute stehen uns rum, wollen alle irgendwas von uns wissen. Mittagseinladung, Abendseinladung, Übernachtungseinladung. Jetzt sind wir hier in der Schule eingeladen. Ich versuche es irgendwie auf Krampf noch ein Video hochzuladen, weil das Hotel-WLAN gestern nicht funktioniert hat. Und die haben jetzt quasi jeden Nachbarn hier gefragt, ob der WLAN hat, weil es ist ja viel Gigabyte, die wir hochladen müssen. Ja, alle sind gerade angespannt, weil Erdogan in 1,5 Stunden vermutlich gewählt wird. Panda steht draußen, dies, das. Was passiert gerade? Alter Schwede. Also wir fahren mit dem Zug ein Stück und alles ist komplett anders. Ich hab's schon immer gesagt. Essen ist viel anstrengender als Radfahren. Franzi erwartet Drillinge. Drillinge, Baklava-Drillinge. Ja. Hab ich gerade viel gegessen. Uns haben sie gerade hier gefüttert wie Gretel. Ultra herzlich, wirklich. Genial, genial. Also Wahnsinn. Uns haben sie Reis mit Fleisch und so eine Nachspeise, eine Baklava und einen Haufen Tee. Und die haben uns ja heute schon schlafen lassen hier, oder nicht gerade schlafen lassen und haben auch schon Mittag ausgegessen. Wir dürfen irgendwie nichts selber zahlen und so und die behandeln uns wie die Könige. Richtig schön. Und hier, wir leben jetzt hier in dieser Wohnung. Der ist extra, jetzt schläft er woanders bei seinem Bruder, damit wir die ganze Wohnung alleine haben. Ja, das ist wie gesagt das Schlafzimmer. Dann haben wir, glaube ich, so eine Art Wohnzimmer. Küche, Dusche, keine Ahnung, Raum. Also ja, für uns viel zu viel eigentlich. Brauchen nicht ein ganzes Haus. So was Nettes. So, hier haben wir heute geschlafen, heute Nacht. Und ja, die nächste Einladung wartet auf uns. Wir sind zum Frühstück eingeladen. Und da werden wir jetzt hingehen. Hoffen ist, dass die, wo wir hier geschlafen haben, nicht auch schon ein Frühstück vorbereitet haben, was natürlich auch vorkommen könnte. Werden uns aber jetzt hier verabschieden und dann geht's weiter. Und dann wollen wir ja wieder los auf die Räder und endlich weiterfahren. Almanya? Türkei. Ah, All the way. Yeah, aber Almanya da buraya yeah. Yeah. We started 3 months. 3 months ago. We started in Almanya. Üç kez Almanya. You need to speak English, we don't know Turkish. And how do you say dress? Dress. Elbise. Bu. Elbise.
from Turkey. Yes. Was für eine Rasselbande, Alter. Yeah, again, you are continuing to taking. So ein wilder Morgen. Wir kommen jetzt das erste Mal so ein bisschen zur Ruhe. Und ja, wir sind heute Morgen vom Englischlehrer zum Frühstück eingeladen worden und der hatte direkt danach einen Unterricht. Und da sind wir irgendwie reingeraten und da haben wir über 2 Stunden mit den Kindern ein bisschen Englischunterricht gegeben. Ich habe ein bisschen Türkisch gelernt. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Und war halt auch richtig schön so zu sehen, wie wir ein Vorbild für die Kinder sind und wie sie auch mehr Lust haben, jetzt Englisch zu lernen und Kulturen kennenzulernen, weil wir sie darin inspirieren konnten, dass es einfach wichtig ist, andere Sprachen zu können. Und das hat man auch gemerkt, dass die schon richtig motiviert waren, weil die wollten eigentlich mit uns sprechen, aber manchmal konnten sie halt nicht. Only Fenerbahçe. Türkiye, Fenerbahçe. Was soll ich sagen? Es sind halt hier ein paar Leute dazugekommen. So nice, thank you. Teşekkürler. Ja, was jetzt gerade passiert ist, erzählt euch mal diese Dame hier. Hallo, ich bin jetzt ganz kurdisch. Also faszinierend, was hier gerade passiert ist in den letzten 10 Minuten. Also letzten 24 Stunden eigentlich, oder? Aber so, wir fahren in ein Dorf rein, wo sogar Lehmhütten stehen, also ziemlich arm leider und sowas. Wir fahren so rein und so. Und einmal kommen Leute, Tourist und rasten erstmal übelst aus. Und dann haben wir gefragt, ob wir runterstehen können, weil es angefangen hat zu regnen und dann sind wir hier reingezogen worden. Und aber dann ist erstmal klar geworden, diese Menschenmasse besteht aus 2 Familien. Weil hier, ich weiß nicht, weil der eine hat jetzt auch 10 Geschwister gehabt, das ist der andere auch und deswegen war der gleich mal Stromausfall, wie immer. Ist typisch. Waren gleich so viele Leute hier. Ja, krass, also so schön. Und jetzt die Töchter habe ich jetzt eingekleidet, weil ich gefreut habe, ob ich das auch mal tragen kann und finde ich richtig schön. Die freuen sich so, einen Touristen zu sehen hier. Ne? Hat er gesagt, sie hat man noch nie hier. Ja. Und sehr schön. So, und wir sind auch so dankbar, oder? Das ist gerade so ein schönes Erlebnis wieder. Ja. Alle versammeln uns und sobald der Tee wirklich eine Sekunde leer war, nachfüllen, ich füll nach. Ja, also echt so aufmerksam auch. Ja, so cool. Richtig toll. Schön, dass wir hier sind. Mega, wirklich. Hört ihr das? Ich auch nicht. Es ist Ruhe. Tut mir leid, dass wir gerade gar nichts von Radfahren filmen, aber es ist einfach zu spannend, was hier passiert. Wir waren diesen ganzen Abend wieder mit der Familie oben und die sind so neugierig, weil sie halt sagen, hey, ihr seid die ersten Touristen, die wir in diesem Dorf sehen und ja, das ist krass. Voll. So lustig, die Charakter zu sehen. Ne? Der eine bringt halt wirklich, jetzt ungelogen, 100 Mal den gleichen Witz. 100 Mal. Wirklich, also ohne Scheiß immer so, hallo, Bologna, hallo. Bologna ist in Polen heißt, weil er in Polen war. Weil er in Polen war, irgendwann mal. So, und dann immer so, Almani, Bologna, hallo. Und dann guckst du weg und lachst immer so, ja, cool. Und dann mach dann gleich nochmal immer so. Und irgendwann habe ich und Franzi mich einfach angeschaut, Alter, will der uns verarschen. Ja, und die anderen. Das eine Kind macht die ganze Zeit Mist und der eine ist freundlich, der eine ist einfach nur dumm und also lustig dumm. Eine wilde Familie. Wow. Das war halt. Den einen Typen musste ich 100 Mal meine Beinmuskeln zeigen. Also, was geht ab? Ja, also das war wieder, also ich bin richtig begeistert. Ich fand es so schön heute. Also wir müssten ungefähr in 3 Monaten im Irak sein, wenn es so weitergeht. Nee, wir pennen das mal jetzt, wir sind echt müde, weil Gastfreundschaft ist geil, aber auch anstrengend. Das war gerade eine Verabschiedung, herzzerreißend. Franzi haben sie gerade noch das Kopftuch geschenkt und selbst gestrickte so Schuhpantoffeln. Die man ja bekommt, wenn man verheiratet wird. Ja. Weil ich und Hans sind offiziell verheiratet jetzt. Ja, wir haben gesagt, dass wir verheiratet sind, weil sonst gucken sie immer so ein bisschen komisch daher.
Und wir wollen halt in einem Raum zusammen schlafen. Sonst wäre es ein bisschen komisch. Also für uns. Ja, jetzt sind wir unterwegs wieder. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Wir haben uns ja jetzt gerade erst an die türkische Sprache gewöhnt. Und jetzt sind wir schon im kurdischen Bereich und Jetzt hat sich wieder eine andere Sprache jetzt gleich wieder. Manche Sachen sind gleich, wie Hallo und sowas, aber ja, jetzt wieder alles neu, ne? Yeah. Jetzt haben wir gerade einen Sack voll Kirschen geschenkt bekommen. Richtig cool. Ein Chinese und 2 Kurden. Mega. Spaß. Bye bye. Wir essen jetzt gerade noch das Essen, was uns geschenkt wurde von unserer Übernachtung. Käse, Oliven, Gemüse, Brot. Und haben das erste Mal Weicheierlicht Moskitonetz ausgepackt. So viel ist er gar nicht. Es sind eigentlich nur Fliegen, mehr oder weniger. Aber ja, wenn man sich mal richtig entspannen will, mal 2 Stunden schlafen mag, die Mittagshitze aussetzen, dann ist es echt entspannt. Mein Öhmchen. Ja, hier bleiben wir jetzt. Ganz nettes Plätzchen eigentlich. So ein bisschen den Buschausschuss noch. Ein bisschen weg von der Straße. Nicht so viel großer Aufwand. Und hier gibt es eine Feuerschale. Voll cool. Ja, haben wir gerade noch einen Brunnen gefunden. Das heißt, heute Abend gibt es eine Dusche vorm Zelt. Das echt mega geil ist. Spaß. Der gute Mann hat uns gerade hier 2 Brötchen gegeben. Mega nett. Spaß, teşekkürler. Wieso? Want this? Ja? Teşekkürler abi. Abi teşekkürler. Spaß. Haben gerade Brot geschenkt bekommen. Gerade denn, wenn Franzi eine Hungerattacke bekommt. Das kommt echt gelegen, gell? Richtig cool. Na dann, hau rein. Ich wollte schon die ganze Zeit essen, hat sie mir so, dann warte doch kurz. Jetzt darf ich rein. Aber diese Fladenbrote sind auch übelst geil. Wir lieben die Dinger. Richtig geil. Wir haben gerade eine Melone gekauft. Die haben wir da jetzt eingeklemmt. Ich habe so Angst, dass sie runterfällt. Deswegen hängt auch der Packsack auf 8:30. Total schief. Wir wollen den Berg runterfahren und dann halt essen, bevor es noch runterfliegt. Wir hatten gerade einen schönen Sonnenuntergang. Und jetzt ist klar geworden, dass ich gerade den größten Fehler begangen habe, seitdem wir losgefahren sind. Ich habe jetzt ganz viel Wasser im Bauch vorm Schlafen. Das heißt, ich muss 2-mal, 3-mal pissen die Nacht. Es wird alles schon sehr spät geworden bei uns. Wir müssen noch essen.
Jetzt gibt's nach Abendessen. Ja, zweimal so ein großes Fladenbrot, was uns geschenkt wurde. Leckere Pistaziencreme. 3 Schlagstöcke. Und noch so ein Knüppel. Ja. Hä, das ist besser als manches Mal, was wir verzehrt haben. Ja, viel besser. Wir wollen uns auf jeden Fall heute eine Unterkunft nehmen. Für 2 Nächte oder sowas. Direkt an der syrisch-türkischen Grenze. Ja, ein bisschen Video zu schneiden, Wäsche zu waschen. Alles so ein bisschen noch vorzubereiten vom Irak. Und ja, deswegen machen wir heute, oder wollen wir auf jeden Fall vor um 6 los. Wenn die Franzi mal hinne macht. Ein Spaß. Hast du gerade ein Meerschweinchen gefunden? Ob Hans so ein bisschen schwitzt manchmal? Alter, ist das viel Salz. Ich bräuchte eigentlich nie wieder Salz kaufen. Einfach nur so machen. Wir sehen hier gerade immer wieder so richtig fette Käfer. Noch nie ansatzweise solche Viecher gesehen. Und das sind Grillen. Das sind Grillen, das sind Riesendinger. Guck mal, eine Hand daneben. Die ist einfach so groß. Krass, ey. Jo, wir sind jetzt in Sisre, oder wie das ausgesprochen wird. Das ist so verrückt, weil wir um 9 schon da sind. Normalerweise erreichen wir unser Ziel ja irgendwie spät abends und jetzt haben wir halt die 46 Kilometer jetzt schon gemacht. Ziemlich cool. Jetzt parken wir hier irgendwo noch rum, ob jemand ein günstiges Hotel kennt. Wir ein bisschen unsere Ruhe haben, ein bisschen schneiden können und ja, ein bisschen ausruhen, ein bisschen Wäsche waschen und sowas. Das Übliche. Whatever. Hallihallo, kleiner Zeitsprung. Wir sind hier gerade in Tadschikistan. Wir wollten uns herzlich bei euch bedanken für 1250 €. Komplett verrückt. Die Schulspenden für das Albanien-Schulprojekt sind alle zusammengekommen. Es ging so ratzfatz. Wirklich vielen, vielen Dank an jeden von euch, der mitgeholfen hat. Und auch die Schuhspenden. Wir haben so viele Schuhe nach Albanien schicken können. Es war wirklich ein voller Erfolg. Vielen Dank an euch. Wir genießen jetzt noch die Zeit in Tadschikistan. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Im nächsten Video geht's in den Irak. Seid beim Kampf mit der Hitze dabei und was passiert, wenn man die Sprache nicht spricht. Schmerzhaft? Oh, lecker.